Mit der Maschine, mit dieser 12-reihigen Hacke von APV fahre jetzt mittlerweile die 3. Saison. Funktioniert wirklich gut. Vom Grundaufbau ist es ein Klopprahmen mit Verschieberahmen. Das heißt, die Maschine wird auch automatisch gelenkt. Dafür zuständig ist die Glas Culticam, die die Reihen aufnimmt, wo sie tatsächlich sind und die Maschine dann in die Reihen direkt reinlenkt, sodass meine Soja stehen bleiben, aber zwischen die Soja so ziemlich alles umgehackt ist. Im Gegensatz zu bisherigen Maschinen ist die Maschine mit Winkelscharen bestückt. Klassisch hat man früher oder verwendet man auch heute noch die Gänsefußscharen. Davon habe ich ein bisschen Abstand gehalten, weil mir das System das neue gut gefällt mit den Winkelscharen. Die Winkelschar hat den Unterschied, dass sie von der Pflanze wegarbeitet und nicht zur Pflanze zu. Weil eine Gänsefußschar durch die V-Form rollt die Erde vor sich her und rollt sie quasi zur Kulturpflanze. Was braucht man dann dazu, wenn die Pflanzen so klein sind? Ich brauche Optikscheiben. Was in dem Fall mir bei der Maschine der Spar mit den Winkelscharen, die von der Pflanzen wegarbeiten, und ihr seht, es bleibt da hinter der Pflanzen die Erde seitlich liegen. Ein wesentlicher Vorteil von dieser Konstruktion, von diesen Winkelscharen ist auch, dass diese Schare konstruktionsbedingt die Erde schneidet, hebt und hinter sich wieder fallen lässt. Die wälzt die Erde nicht vor sich her. Und gerade bei uns da im Trockengebiet ist es ganz wichtig, dass ich meinen Wasserhaushalt sehr gezielt behandle. Und je mehr Boden vor mir herwälzen würde oder vor mir mischen würde, desto mehr Wasser verdunst man. Und das macht die schon auch nicht, die hebt auf und lässt hinterbei wieder runterfallen. Natürlich, ganz ohne Wasserverlust funktioniert es nicht, aber im Vergleich zu Gänsefußscharen ist dieses Hocksystem schon um einiges wassersparender. Wenn man da vielleicht von hinten einen Blick reinwirft, da sieht man die Winkelscharen und genau mittig drin ist dann eine Zentralschare, die dann genau mittig zwischen die zwei Reihen auch nochmal hockt. Die Winkelscharen arbeiten von der Pflanze weg, die Zentralschare macht den Rest dazwischen. Und das Herzstück von der Maschine ist eigentlich die Fächerhacke. Das werden viele von euch wahrscheinlich noch nicht gesehen haben. Bis jetzt kannte man eine Fingerhacke mit gelben, orangen oder roten Fingersternen. Das ist jetzt ein komplett neues System, das arbeitet in Fahrgeschwindigkeit. Das heißt, es ist nicht voreilend und arbeitet wie zum Beispiel eine Rollhacke, nur horizontal in die Erde hinein und bewegt die oberen 2 cm der Erde, rüttelt quasi die Erde die oberen 2 cm durch und verletzt das Beigrad, das noch in dem Stadium empfindlicher ist als die Kulturpflanze, als das Soja. Wie wir zuerst gesagt haben, die Soja hält einiges aus, darum fahre ich mit dieser Fächerhacke auch sehr aggressiv. Und wenn Sie da her schaut, ich traue mir ein bisschen was. Ich fahre mit der Fächerhacke 1 bis 2 cm zusammen. Das heißt, die Fächerhacke muss in die Reihe einarbeiten und das von beiden Seiten. Und bewegt man somit die Erden und verletzt man das Beigrad. Die Soja, die beidelt ein bisschen hin und her und bleibt stehen. Und wie ich zuerst schon gesagt habe, ich schütze mehr oder weniger beinahe zu. Darum fahre ich auch sehr tief mit der Fächerhacke, damit es mir hinten auch dann alles zuschüttet. Ich liebe das Risiko, wenn ich das so sagen darf. Man kann die Fächerhacke dann auch in der Neigung verstellen. Es gibt da 3 Positionen. Ich fahre großteils auf neutraler Position. Man könnte die Fächerhacke nach vorne neigen, dann schüttet sie noch mehr zu und ich kann es auch ein Stück hinterher neigen, dann rahmt es von der Pflanze wieder ein bisschen weg. Ich habe die Erfahrung gemacht, bleiben wir konventionell, bleiben wir auf neutraler Position, da funktioniert es einfach super. Und ich bin jetzt ein bisschen frech, wenn ich das sagen soll, ihr werdet mir entschuldigen, die Arbeitsweise von der Fächerhacke, da knierst du nieder, wie die Arbeit. Wie es halt im Leben so ist, hier und da vergisst man was, ich gehe jetzt wieder 4 zur Maschine, das will ich euch nicht sagen. Die Winkelscharen
ganz vorn drauf. Die sind schnell verstellbar. Die kann ich je nach Bedarf ohne Werkzeug in der Breite verstellen und kann man somit mein Hockbandel stufenlos von bis einstellen. Ich zeige euch das einmal. Wir brauchen nur die Sicherung aufmachen und kann man da entweder die Schore zur Kulturreihe dran oder auch wieder von der Kulturreihe weg. Das heißt, da stelle ich mir mein definitives Hockbandel ein, so wie ich es haben will. Anlassgebend versuche ich natürlich so nah wie möglich an die Kulturreihe drankommen, ohne dass es verletzt. In dem Fall bin ich irgendwo zwischen 8 und 10 cm. Das ist für ein Hockbandel schon relativ eng, aber ein bisschen Luft müssen wir da pflanzen lassen. Man könnte es mit ein bisschen mehr Risiko noch enger zusammenfahren, aber unter 6 cm Hockbandel traue ich mir dann nicht mehr. Aber nachdem wir hinten die Fächerhocken relativ scharf eingestellt habe, muss jetzt mit meinem Hockbandel nicht so ganz zusammengehen. Üblicherweise kann man natürlich bei jedem Hockelement den Anpressdruck oder den Arbeitsdruck verändern. Hier 3 Positionen, wo dann mittels einer Federn die Elemente zum Eigengewicht noch zusätzlich vorspannen kann. Üblicherweise verstellt man mit dem Tastradl vorn die Arbeitstiefen der Hockelemente. Was neu oder was mir gut gefällt auf der Maschine ist das, dass ich die Fächerhacke hinten auf einem eigenen Parallelogramm gesondert in der Höhe verstellen kann und mir die Aggressivität getrennt von der Hocktiefen einstellen kann. Zudem ist die da einmal gefedert, das ganze Hockelement, dass nicht starr drauf ist. Und in sich sind nochmal 2 Federn, wo das vordere mit dem hinteren Radl auch nochmal gefedert ist, sodass sich die Fächerradl und die Fächerhocken optimal an den Boden anpasst.